Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und es geht heute um das Thema Stick Drift. Ich habe vor 2 Tagen, ich glaube so am Freitag, ein Video entdeckt, was sehr, sehr hilfreich ist und wir schauen uns das Ganze an. Ich wollte zwar damit mit euch streamen am Wochenende, aber ihr wisst, ich hatte technische Probleme und so weiter. Deswegen heute die Sprechstunde hier, nicht live, sondern direkt hier, wo wir uns gemeinsam das Video anschauen. Das ist ein wichtiges Thema, was euch hilft, hier auch mal die Augen aufzuhalten und zu reagieren und Entscheidungen zu treffen. Kaufe ich mir Controller, kaufe mir keine Controller, welche Controller kaufe ich mir? Denn es gibt hin und wieder Probleme mit den Sticks. Ihr wisst es, die letzten Jahre, einige Controller waren betroffen, aber heute geht es um den PlayStation 5 Controller, aber auch der Xbox Controller ist davon nicht verschont geblieben. Hier haben wir das Video von iFixit und der eine oder andere hat es vielleicht sicherlich schon gesehen. Dennoch gibt es heute ein paar Insider-Informationen, die hier wahrscheinlich nicht erwähnt wurden. Ich habe das Video noch nicht komplett angeschaut, ich habe es durchgesetzt, habe mich mit dem Robert, unseren Fachspezialisten für Controller, nochmal zusammengetan und wir haben da nochmal drüber gesprochen, beziehungsweise er hat mir nochmal seine Erfahrung mit auf den Weg gegeben. Und wir schauen uns das Ganze an, denn es gibt wichtige Faktoren, die beachtet werden müssen, denn man sagt, der PlayStation 5 Controller ist extrem von Stick Drifts betroffen. Und woran liegt es? Und ist es so, dass der PlayStation 5 Controller mehr betroffen ist als jetzt ein PlayStation 4 Controller oder wie ein Xbox Controller? Das klären wir auch noch heute. Die heutige Folge wird präsentiert von Filmora. Von Wondershare. Filmora ist ein Videoschnittprogramm. Das Programm bietet sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene alle Funktionen, die man benötigt. Egal, ob ich einen Greenscreen rausschneiden möchte, Animationen einbauen möchte, Farben verändern, Effekte, Text oder Elemente einbauen möchte. Das Programm muss sich nicht verstecken und bietet dir wirklich fast alle Funktionen, was auch die großen Programme bieten. Die Funktion, die mir persönlich gefällt, ist die Performance-Einstellung. Dateien, die groß sind, die deinen Rechner an die maximale Auslastung bringen, können in kleine Proxy-Kopien umgewandelt werden. Du kannst schneiden und kannst dann aber später beim Rendern, beim Exportieren, das Ganze in voller Qualität wieder exportieren. Zudem hast du Tutorials und noch vieles mehr. Ich verlinke dir wie immer alles in der Videobeschreibung. Klick dich durch, schau dich gerne um. The PlayStation 5 has been out for a few months now and it's still near impossible to buy. But there are some lucky people who got one whose luck is now drifting. That's right. Also, die Konsole gibt es schon jetzt fast 4 Monate und dennoch gibt es halt Leute, die haben Probleme mit den Controllern. Nicht nur mit den Konsolen, da gibt es einige Kinderkrankheiten, ich weiß. Hier geht es aber lediglich um die Sticks und die Drift-Probleme. Es geht jetzt mittlerweile so weit, dass sogar gegen Sony eine Klage eingereicht wurde. Nintendo isn't the only company facing lawsuits over joystick drift anymore. Genau, nicht nur Nintendo hat schon Probleme gehabt und wurde vor Gericht gezerrt, denn aber auch hier geht es jetzt Richtung Sony. To get started, let's head back into a DualSense controller to see just what is failing and how. The joystick modules themselves are manufactured by a company named Alps. Okay, wir haben hier Sticks verbaut von der Firma Alps. Die befinden sich im DualSense Controller, also im PlayStation 5 Controller. Tempting as it may be to blame Alps for the PS5's drifting issues, they probably aren't the villain of this story. As many of you noticed in our teardown video, these joystick modules look extremely familiar. You may already recognize it from the PS4 controller or the DualShock 4. Diese Firma ist ein großer Zulieferer von sehr, sehr vielen Unternehmen. Denn nicht nur die PlayStation 5 Sticks sind von diesem Unternehmen, von diesem Hersteller, sondern auch die PlayStation 4 Controller. Or from the Xbox One Controller hat dieselben Sticks von diesem Unternehmen. One controllers. Maybe the Nintendo Switch Pro Auch der Switch Pro Controller hat hier dieselben Sticks. controller. Or how about the Und auch der Xbox One Elite Controller. $180 Xbox One Elite controller? Underneath these plastic caps, the dirty secret is they're all using the same joystick hardware. Also, alle nutzen dieselbe Hardware in den Joysticks. Nimmt man das so her, hat Sony eins gemacht, die haben einfach auf die alte Technik der PlayStation 4 zurückgegriffen, denn wir hatten ja auch in der Zeit der PlayStation 4 Stick Drifts. Das ist das Problem. Also, theoretisch
kann ja der DualSense 5 Controller, also der PlayStation 5 Controller, gar nicht mehr Probleme aufweisen, wie es schon zu der PlayStation 4 Zeit war. Also stellt man sich die Frage, heulen die Menschen jetzt alle gerade rum und sind gerade extrem empfindlicher als zu der PlayStation 4 Zeit? Auf der anderen Seite gibt es ja noch gar nicht so viele PlayStation 5 Controller wie zu der PlayStation 4 Zeit. Also wir haben viel mehr PlayStation 4 Controller und da hat keiner geklagt, und zu der PlayStation 5 Zeit klagen jetzt die Leute. Aber es sind dieselben Sticks. Und Sony ist sogar nicht schuld, sondern eher der Zulieferer, der ja aber auch die Xbox One beliefert oder den Switch Pro Controller oder Xbox Elite Controller. Müssen wir ihn jetzt verklagen? Und warum switcht Sony nicht einfach bei der PlayStation 5 auf hochwertigere Sticks? Kosten. Bedeutet, der Controller ist in der Produktion günstiger, wenn man einfach die alten Sticks verbaut und benutzt. Also Einsparpotenzial hat Sony gesehen. Also das heißt, Sony hat hier Geld gespart und wir müssen zum Schluss darunter leiden. Der Controller kostet, glaube ich, um die 70 Euro und wir wären vielleicht bereit dafür, einen teuren Controller zu kaufen oder vielleicht auch nicht. Also wurde hier auf unser Geldbeutel geguckt oder wie? Komplex. Taking a closer look at the DualSense joysticks requires some serious effort. Both modules are soldered to the controller's circuit board, but before you remove them, you'll probably want to get the haptic motor wires out of the way. Since each joystick has 14 solder joints, rather than desolder them one at a time, we went a more traditional route, blasting them with hot air until... Okay, das ist krass auf jeden Fall. Um allein diesen Stick zu entfernen, muss man nicht nur die Vibration weglöten, sondern loslösen von seinen Lötstellen. Until the solder gave way. Basically, you are not getting these joysticks out without soldering gear. Each of these seafoam covers houses a potentiometer. That's 2 per joystick set perpendicular to each other. One potentiometer senses up and down movement and the other left and right. So, das sind hier diese Potentiometer, oder wie man die ausspricht. Es sind 2 Stück verbaut, der eine ist für hoch und runter, der eine ist für links und rechts zuständig. To understand the part they play, it's helpful to know how a potentiometer measures position in a device like this. It starts with a strip of material with an... Also, ich fasse mal kurz zusammen. Ihr habt natürlich noch verschiedene Funktionen. Ihr habt nicht nur die Funktion links, rechts, sondern natürlich auch die L3, R3-Funktion, das Eindrücken. Die Potentiometer. Also grundsätzlich haben die eine Lebensdauer von 2 Millionen Zyklen. Und die Push-Funktion, also die L3, R3-Funktion, haben hier 500.000 Zyklen. Also grundsätzlich kommt es darauf an, wie lange dein Stick überlebt, je nachdem, welche Spiele du spielst und wie intensiv du natürlich spielst dieses Spiel. Bedeutet, wenn du 8 Stunden am Tag zockst oder COD spielst oder andere Spiele spielst, die beanspruchen natürlich den Joystick mehr, als wenn du vielleicht andere Games spielst, wo du weniger den Joystick benutzen musst. Grundsätzlich sagt man, okay, man hat eine Lebensdauer des Sticks, je nachdem wie oft man spielt, es gibt verschiedene Durchschnitte und. Ihr wisst, zu der Astro-Zeit hat Astro eines uns mitgeteilt, dass Allgemeinsticks im Durchschnitt nur für 6 Monate ausgelegt sind. Bedeutet, jeder Controller, den du benutzt, je nachdem wie intensiv du benutzt, natürlich Pro-Gamer-mäßig, im Pro-Business-Bereich, hatten dort die Gamer Probleme 6 Monate. Nach 6 Monaten waren die Sticks durchgenudelt und dann hat Astro gesagt, okay, passt auf, wir bringen mit unserem Controller austauschbare Sticks auf den Markt, damit du nach 6 Monaten einfach die Sticks nachkaufen kannst, austauschen kannst und fertig. Und hier musst du schauen, für welchen Stick-Typen entscheidest du dich, also für welche Art des Controllers entscheidest du dich. Nimmst du einen Controller eventuell mit austauschbaren Sticks, gehst du eventuell aber in die Richtung des DualSense Controller, lässt ihn vielleicht umbauen oder baust ihn selber um, ist das halt einfach die Frage, lohnt sich das Ganze? Einen Controller für 300 Euro kaufen und eventuell nach einem halben Jahr einen Stickdrift haben, musst du schauen. Robert hat mir mitgeteilt, dass er keine Probleme hatte und er hat sehr viele Controller. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Controller in meinen Händen und auch ich war so von Standard-Controllern der PlayStation 4 nie betroffen vom Stickdrift, eher von Drittherstellern. Die waren viel schlimmer dran als der Standard-Controller, aber dennoch gibt es natürlich da draußen PlayStation, Xbox, Nintendo, Patienten, die Probleme haben.
Aber was sorgt denn letztendlich dafür? Also wir wissen einmal natürlich die Abnutzung. Wie lange sitzt du und wie lange spielst du? Nummer 1. Wenn du Hardcore spielst, kann es passieren, dass du nach einem halben Jahr ein Stickdrift-Problem bekommst. Also grundsätzlich kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn du spielst, nach einer Zeit Plastikreibung entsteht und hier in den Controller natürlich eindringt, also im Stick, und hier natürlich auch die Komponenten verschmutzt, kontaminiert. Oder du isst, hast schmutzige Hände, hast fettige Hände oder Staub. Du hast eine Staubumgebung, wo einfach Staub reinkommt. Das begünstigt das Ganze. Also nicht nur der Potentiometer, sondern auch allgemein die Umgebung, die Verschmutzung, die Abnutzung. Or you might try carefully cleaning both the wiper and its graphite track. Also wenn du technisch begabt bist, hast du die Möglichkeit natürlich auch, das Ganze zu reinigen, aufzuschrauben, zu ersetzen, zu reinigen. Grundsätzlich kann ja auch passieren, dass du einen neuen Controller bekommst, der aus der Produktion eventuell auch schon fehlerhaft ist und der ist dann kaputt. Kriegst du einen Controller und der ist innerhalb von deiner Garantiezeit defekt. Hast du 3 Möglichkeiten. Das natürlich selber zu reparieren bzw. sauber zu machen, aber viel sinnvoller ist es natürlich, wie auch schon in anderen Sprechstunden mitgeteilt, du hast Garantie, reich ihn ein, lass dir einen neuen geben. Oder wenn jetzt dann die Jahre verstrichen sind und dann passiert das Problem, dann kauf dir lieber einen neuen, als dann selber rumzuwerkeln. Schreib mir deine Meinung, bist du davon betroffen? Wie siehst du das Ganze? So kann man das Ganze natürlich lösen. Diese Möglichkeiten gibt es, aber treff du für dich die Entscheidung, welchen Weg gehst du. Natürlich wird nach Jahren irgendwann auch der Controller günstiger, aber hier musst du auch schauen, wenn du von Drittanbietern zum Beispiel Scarf, Aim, Burn, King, wie auch immer die heißen, einen Controller kaufst, kann sogar sein, dass dieses Stick-Drift-Problem, du hast bei deutschen Firmen die Garantie, das heißt, die sind schon verpflichtet dazu reagieren, aber Unternehmen, die im Ausland sitzen, können sagen, pass auf, das Problem ist nicht unser Problem, das kommt von Sony. Da müsst ihr vorher das Ganze klären und hier würde ich ein bisschen mir Gedanken machen. Aber wie gesagt, das sind vereinzelt diese Probleme und es sind dieselben Bauteile. Dennoch sind diese vorhanden und dürfen nicht verschwiegen werden. Bin auf eure Meinung gespannt. Daumen nach oben und wir sehen und hören uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.